Wie lustig ist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom West Coast Schnitzel. Heute sind wir am weltberühmten Walk of Fame und werden euch so zeigen, was man hier so erleben kann. Aber bevor wir das Ganze starten, möchte ich euch noch kurz einen Eindruck geben, was wir am gestrigen Konzert von Blink-182 erlebt haben. Und mit etwas Glück durften wir sogar in eine VIP-Loge und uns dort das Konzert ansehen. Und es war wirklich nur atemberaubend und was ich genau meine, sehen wir uns jetzt an. Viel Spaß! Von Eddie Murphy alias Axel Foley aus Beverly Hills Cop. Ich kann ein Schwein 10 Meilen gegen den Wind riechen. Ich war früher mal Moslem, Mann. Ich rieche, dass er ein Schwein ist. Bis hin zu ZZ Top sind hier einige Künstler am Boden verewigt. So sind wir im Kern angekommen des Walk of Fames. So befinden sich hier zum Beispiel ganz wichtig das Chinese Theater, das Hard Rock Café, aber am wichtigsten ist das Dolby Theater, weil dort die jährlichen Oscars stattfinden. And the Oscar goes to... Es finden aber nicht nur die Oscars hier statt, sondern es ist ja eigentlich nur ein Kino und außerdem finden noch Filmpremieren hier statt. So befindet sich auch Late-Night-Host und Star Jimmy Kimmel direkt am Walk of Fame. Und so werden hier Shows aufgezeichnet von Montag bis Freitag, die dann live on air gehen. Und so kommen auch zu ihm große Stars wie Snoop Dogg, ja, und viele weitere, alle zu ihm in die Show. Do it. Somewhere over the rainbow. Der ganze Spaß am Walk of Fame ging in den 90er, 60ern los und umfasst bis heute 2700 Sterne und jährlich kommen 20 bis 24 neue hinzu. Für alle von euch, die den Walk of Fame besuchen und auch zwischendurch Lust haben, etwas zu essen, können wir euch als Geheimtipp den Taco Bell hinter uns empfehlen. Also alle restlichen hier in LA sind standardisiert und haben alle den gleichen Look. Und dieser Taco Bell ist richtig special. Jährlich kommen hier 15 bis 20 Millionen Besucher zum Walk of Fame und das heißt, hier ist auch immer einiges los. Ich würde euch empfehlen, die Monate von Jänner bis März
Walk of Fame zu besuchen, da hier wenige Urlauber hier sind in Los Angeles allgemein. Und jetzt schauen wir noch einen Sprung in eine Shopping Mall. Hier sind einige Läden, in denen man ein bisschen shoppen kann hier, falls man das auch noch neben der Walk of Fame Besichtigung machen wollen würde. Und ein guter Geheimtipp ist nämlich folgender, indem man jetzt hier hinter diesem O befindet sich nämlich eine Toilette, die man gratis nutzen kann. Man sollte immer genug getrunken haben und deswegen braucht man auch eine Toilette. Wir sind gerade vom Dolby Theater gekommen, wie ihr in den letzten Sequenzen sehen konntet, und sind jetzt über zum Chinese Theater gegangen. Und das ist auch eines der wichtigsten Attraktionen hier, weil hier haben sich auch Stars verewigt. Jedoch muss man hier nicht auf die Stars draufsteigen, sondern hier kann man deren Fußabdrücke und Handabdrücke vergleichen. Und auch ein wirklich tolles Mast hier. Und ja, im Großen und Ganzen war das der Walk of Fame. Lasst uns in den Kommentaren vielleicht eure Meinungen da. Würden uns gerne interessieren, wie ihr den Walk of Fame findet. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Die Tour hat uns natürlich ein paar Kräfte gekostet. So müssen auch wir uns jetzt stärken und Innentouch ist die beste Antwort darauf. Mit diesem ganzen Video möchte ich Danke sagen, dass ihr wieder dabei geblieben seid. Hoffentlich seid ihr das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt West Coast Schnitzel. Lasst uns ein Like oder sogar ein Abo da. Wir würden uns wieder riesig freuen. Und jetzt guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Warum schaust du so? So befindet sich Greift da nicht immer zum Großen. Sie juckt gerade. Ja. Für all die für Kommen sollten. sind wir auch drauf. Ja. McDonald's!